Ja, ich möchte dann noch wenigstens einmal darüber sprechen, welche Widerstände es gibt, wodurch nicht Millionen Menschen die Anthroposophie umarmen, obwohl sie es wahrscheinlich eigentlich möchten. Und das ist eine schwierige Problematik. Wir sind natürlich wir haben gar keine Angst dafür, um als Verschwörungstheoretiker dargestellt zu werden. Ich habe mal ein Video darüber gemacht, was für Unsinn das eigentlich ist, dass man Menschen, die Gründe für etwas suchen, dass man die in der Ecke der Verschwörungstheorien steckt. Denn es ist doch ein Wissenstrieb des Menschen, um Gründe für etwas zu suchen. Und das wird in der Wissenschaft natürlich immer überall gemacht. Aber wenn man das in öffentliche Prozesse, politische Prozesse sucht, dass etwas absichtlich geplant wird, ja, dann darf das nicht, dann ist man ein Verschwörungstheoretiker. Und wenn man gut aufmerksam ist, dann sieht man, dass all diese Menschen, die darauf so stark hinweisen, dass die eigentlich, wenn es ihnen passt, selbst ganz leicht Gründe dafür angeben, dass etwas geschieht, was sie nicht mögen. Ich hoffe, dass ich mich verständlich mache. Also, ich wollte nur sagen, wir haben keine Angst dafür, dass wir so gesehen werden, denn wir finden es ganz normal, dass man immer überlegt, ob nicht etwas so geht, wie es geht, weil zum Beispiel bestimmte Mächte in der Welt das gar nicht wollen, dass es anders geht. Und so möchte ich Rudolf Steiner besprechen, der natürlich im 20. Jahrhundert am Anfang die Anthroposophie in die Welt gebracht hat als eine Geisteswissenschaft. Also nicht als eine spirituelle oder religiöse Strömung, sondern als eine Wissenschaft des Geistes. Und wenn diese Geisteswissenschaft neben der Naturwissenschaft wirklich einen Platz bekommen würde, dann würde die Menschheitsentwicklung eine ganz andere Bahn laufen können. Und ja, man kann ruhig sagen, dass das von gewissen Seiten nicht gewünscht wird. Und das war damals schon so, hat sich auch gezeigt, zum Beispiel dadurch, dass das Goetheanum in Dornach vollständig abgebrannt ist. Aber das zeigte sich nach dem Tod von Rudolf Steiner noch immer und das zeigt sich bis jetzt, dass bestimmte Mächte diese Geisteswissenschaft nicht wollen. Und da kann man allerlei in die Welt schaffen, wodurch die öffentliche Meinung so beeinflusst wird, dass Rudolf Steiner in ein ganz merkwürdiges Licht gestellt wird. Geisteswissenschaft. Man findet natürlich, wenn etwas Wissenschaft ist, dann muss es mehrere Wissenschaftler geben, die bestimmte Resultate belegen können. Dass ein Mensch Untersuchungen anstellt und dann die Wahrheit finden würde, ja, das will man einfach überhaupt nicht annehmen. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts hat sich dann auch immer mehr
eine Entwicklung gezeigt, dass der Mensch nicht mehr alleine die Wahrheit haben kann, dass es immer in Gruppen geschehen soll, dass es durch Diskurs festgestellt werden soll, ob Wahrheit da ist oder nicht. Wahrheit existiert eigentlich nicht mehr in diesem Sinn, dass sie bei einem Menschen sein kann. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Geisteswissenschaft beruhend auf Untersuchungen von einem Menschen gar nicht seriös genommen wird. Und wir haben das am deutlichsten bemerkt in der Zeit, dass Rudolf Steiner 150 Jahre her geboren wurde. Da haben viele Autoren Biografien geschrieben, ich auch. Und da gab es eine Biografie von Helmut Zander und der hat eigentlich die ganze Geisteswissenschaft mehr oder weniger, ich möchte sagen, lächerlich gemacht, dadurch auch, dass er die Person Rudolf Steiner in ein fragwürdiges Licht gestellt hat. Geisteswissenschaft beruhend auf Untersuchungen von einer Person wird nicht akzeptiert. Das ist das eine. Und das andere ist dann, dass man die, die Moralität von Rudolf Steiner von allerlei Seiten bezweifelt. Und das beste Waffen dafür ist in unserer Zeit, wenn man zeigen kann, dass jemand nicht alle Menschen liebt, sondern dass er bestimmte Menschen liebt und andere hasst. Und wenn das dann bestimmte Rassen sind von Menschen, wovon man mehr oder weniger anzeigen kann, dass das nicht so in derselben Weise geschätzt wird wie die, lass mich sagen, weiße Rasse, dann kann man ein Urteil fällen, dieser Mensch ist ein Rassist. Und das hat man mit Rudolf Steiner gemacht in den 90er Jahren. Das fing an in den Niederlanden und hat sich später auch nach Deutschland verbreitet, und ich habe gehört, dass das auch in Amerika sehr stark spielt oder gespielt hat, dass die Moralität von Rudolf Steiner in Frage gestellt wird, dadurch, dass er bestimmte Aussagen gemacht hat, woraus man nehmen kann, dass er eigentlich ein Rassist war. Für mich ist das damals etwas Unmögliches gewesen, als das anfing sich zu zeigen, denn wenn man die Arbeit von Rudolf Steiner kennt, dann weiß man, dass ein Mensch, der eine solche geistige Wissenschaft empfangen darf aus der geistigen Welt, der muss ganz, ganz moralisch sein. Das kann gar nicht sein. Man könnte sogar sagen, das muss wohl ein heiliger Mensch sein, der solche Geschenke aus der geistigen Welt bekommt, dass er sie empfängt, dass er sie weitergeben darf. Und ich habe dann, als das auch noch in Deutschland wieder aktuell wurde, auch ein Buch dagegen geschrieben, dass das, wenn die Anthroposophen selbst nicht mehr annehmen können, dass das eine Unmöglichkeit ist, und so ist es gegangen. Es waren nicht nur die äußerlichen Mächte, die es notwendig fanden, um Rudolf Steiner als Rassist darzustellen.
Es waren die Anthroposophen selbst, die das gemacht haben. Und für mich ist das etwas Unbegreifliches. Wenn man sieht, wenn man die Anthroposophie kennt, wenn man die Bücher liest, wenn man die Vorträge liest, ja, dann wird es doch deutlich, dass da ein Mensch spricht, gesprochen hat, geschrieben hat, der weit über den Rassismus erhaben war. Das ist eine Unmöglichkeit. Er spricht ganz aus dem Christusbewusstsein und dieses Bewusstsein ist eine Garantie dafür, dass ein Mensch, der das hat, dass der alle Menschen liebt und nicht nur weiße Menschen oder gelbe Menschen oder rote Menschen oder was auch immer. Das ist eine Unmöglichkeit, aber so ist es wohl in die Welt gebracht. Und seitdem ist es so, dass viele Menschen, wenn sie den Namen Rudolf Steiner hören, unmittelbar eine Reaktion haben, ja, aber das ist ein Rassist. Und ich habe das selbst erlebt, als ich in Kreisen Vorträge gehalten habe, die nicht anthroposophisch waren, dass dann immer, wenn man über Rudolf Steiner spricht, gesagt wird, das war doch ein Rassist. Lass uns das ernst nehmen. Er ist es nicht gewesen. Und ich werde das hoffentlich im Verlauf der kleinen Vorträge auch deutlich machen können. Aber es ist eine gewaltige Gegenkraft geworden. Und die Frage ist es möglich, die Anthroposophie so darzustellen, dass es deutlich wird, dass der Mensch, der die Anthroposophie empfangen hat, dass das ein heiliger Mensch gewesen ist. Es muss doch möglich sein, dass es aus dem Inhalt, aus demjenigen, was in dem Inhalt zusammengestellt ist, die Kohärenz, die man in den Büchern und in den Vorträgen findet, dass man dadurch, dass man so beeindruckt wird durch die Fähigkeit dieses Menschen, dass man dadurch weiß, dasjenige, was man über ihn hinübergeworfen hat, das ist eine gewaltige Lüge. Ich werde das nächste Mal nicht mehr weitersprechen über die Widerstände, die es gibt gegen die Anthroposophie. Das nächste Mal will ich damit anfangen, auch wirklich die Anthroposophie mehr oder weniger zu zeigen, was sie ist. Und ich hoffe, dass es möglich werden wird, dass dadurch, dass wir die Anthroposophie dann zusammen kennenlernen oder wenn Sie die Anthroposophie bereits gut kennen, dass wir sie zusammen neu erleben dürfen, dass dadurch alle Widerstände wie Schnee für die Sonne schmelzen werden. Das ist meine Hoffnung und es ist natürlich deutlich, dass ich die Anthroposophie liebe. Und es möge auch deutlich sein, dass ich sie liebe,
weil sie eine wissenschaftliche Spiritualität ist. Man braucht keine Religion, man braucht nichts mitzubringen, um sie zu verstehen, nur der Verstand genügt, wenn dieser Verstand nur aufnehmen kann ohne Vorurteile. Ich habe versucht, 3 große Vorurteile wegzunehmen. Das ist die innerliche Faulheit, das sind die Antipathien gegen Rudolf Steiner selbst, und das ist das Antlitz der heutigen Anthroposophie, das meiner Meinung nach nicht wirklich zeigt, was die Anthroposophie in Wirklichkeit ist. Ich habe also versucht, diese 3 Widerstände wegzunehmen oder wenigstens zu besprechen und werde dann das nächste Mal wirklich mit der Anthroposophie anfangen.